Heute Matchtag gegen Real Madrid. Ich freue mich schon richtig drauf. Wieder richtig cooler Tag, glaube ich. Ein richtig cooles Match. Wir nehmen euch heute ein bisschen mit wieder. Wahrscheinlich dann eher aus der Sicht von der Michelle. Family und Friends sind da. Meine zwei Brüder sind da, der Mani und der Werner. Mein Dad ist da. Dann zwei Freunde aus Graz und der Martin ist auch da. Und ja, ich freue mich eigentlich extrem auf das Spiel heute. Und was dann die Besucher und die Michelle dann machen, werdet ihr sicher sehen und die Michelle wird euch da dann ein bisschen mitnehmen. Bis später. So, ich schaue jetzt mal aus zu den Jungs, weil die haben sich am Vormittag schon eine Kartenspielrunde gegönnt. Schauen wir mal, was da los ist. Wie geht's zu da? Schauen wir mal. Schaut nicht schlecht aus. Was spielst du da, David? Berteln spielen wir. Ein Spiel am Freund von den zwei Martins. Vom Bertel. Von Bertel. Schauen wir mal, wer da gewinnt. So, für mich geht es jetzt zum Aktivieren. Haben wir eigentlich immer in der Früh, wenn wir so spät spielen wie heute. Da werden wir ein bisschen mobilisieren, dehnen, klassisch aktivieren halt und dann normal lässt sich unser Athletiktrainer immer ein Spiel einfallen, was meistens eigentlich sehr lustig ist, dass man ein bisschen eine gute Stimmung reinkriegt. Das macht immer sehr viel Spaß, da geht es eigentlich sehr lustig zu. Vielleicht mache ich noch eine kurze Physio-Session dazu. Das ist unterschiedlich, wie es halt gerade passt. Dann gibt es noch Mittagessen. Das tun wir alle noch gemeinsam im Vereinsgebäude beim Stadion. Und dann geht es ja auch wieder ab nach Hause. Dann wird noch ein Powernap gemacht, Siesta, typisch spanisch, aber das gehört dazu, wenn man so spät spielt. Deswegen tue ich das eigentlich auch meistens. Und ja, dann geht es wieder Richtung Stadion und dann wird heute ein richtig cooles Spiel werden. Heute Matchday. Wir sind in Alicante und nicht nur David bereitet sich super aufs Match vor, sondern natürlich auch die Freunde und die Familie. Es ist ein Traumtag, ich genieße es und ich freue mich echt aufs Match. Ja, und wir hatten gerade eine Volleyball-Einheit, die Gang. Ja. Und danach gibt's Cerveza! So, Powernap erledigt. Die Jungs dann jetzt schon kochen. Und dann gibt es unser Pre-Match-Meal, was es immer gibt. Nudeln mit Spinat und Gemüse und Feta. Dann brav kochen. Schaut's mal her. Was ist du? Okay. Das war so ein Ritual. Schau, Papa Boldi ist schon in Montur. Bist du bereit? Ja, ich bin voll bereit und ich hoffe auf einen Sieg. Schau, Profi. Der kann das auch. David zieht heute an sogar. Ja, ganz kurz auch noch. David heute im Anzug. Ganz wichtig. Let's go! Ja, wir sind jetzt am Weg, weil der David muss meistens so 2 Stunden vorher im Stadion sein und der Rest von der Runde, die sind schon vorgefahren. Papa Boldi schon nervös? Nein, weil ich habe volles Vertrauen zu dieser Mannschaft. Ist der Erste? Ah, der eine ist schon da. Da ist immer Erster. Papa Boldi und ich sind am Weg zum Beisel, wo die anderen warten, weil was tun wir da noch meistens im Beisel? Wir trinken ganz gerne ein Bier für einen Sieg. Und was wir noch gekauft haben, ist ein Schal. Warte mal. Zeig einmal da deinen Schal. Schaut gut aus, oder? Das passt. Gehen wir. Vamos! Vamos!
Bravo. Unglaubliches Spiel gegen Real Madrid heute. Eigentlich schade, dass sie nicht gewonnen haben. Leider nur 2-2. Der David hat wieder ein grandioses, gutes Spiel gemacht. Also, Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im Stadion für Elche. Ja, wegen den. Fast. Papa Boldi, David, Feedback zu heute. Ja. Leider nicht gewonnen. Hätte man gewinnen können. War schon gut, oder? War schon gut, oder? War schon geil. Das Spiel haben wir schon. War richtig geil. Aber das ist gewinnen können. Ja, und meistens sitzen wir dann da und warten auf David. David, was für ein Match war das bitte? Red nicht so wieder wie ein Moderator. Ja, wieso ist das drin? Okay. Ich kann nicht, fang du mal an. Ja, passt. Jetzt wird kurz einmal ein bisschen plaudert über das Real Madrid-Spiel. Schauen wir mal, wie es aus der Zuschauersicht, wie war es bei euch? Okay, nein, dann lassen wir es sein. Nein, jetzt haben wir gescheit. Erzähl mal, wie war es beim Real-Match? Das Real-Match war auf jeden Fall, ich glaube, es war das erste Spiel, wo ich am Anfang schon richtig nervös war. Ich war die letzten Male auch nie so nervös, aber ich würde sagen, Puls on top 90 Minuten lang. Wie war es bei dir? Ja, grundsätzlich gestartet wie jedes Spiel eigentlich. Wir waren sicher nicht der Favorit, aber haben wieder gezeigt, dass wir auch gegen solche Gegner wieder mithalten können, dass wir mit dem Ball schon gute Ideen haben, dass wir solche Gegner dann auch gegen uns Probleme haben. Und grundsätzlich bin ich nur immer der Meinung, dass wir das Spiel hätten gewinnen müssen. Aber ja, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, ist das unentschieden okay, aber wie sie halt dann die Tore geschossen haben, ist ein bisschen bitter, weil es 2 Standardsituationen waren, die was man einfach leichter oder besser verteidigen kann. Ja, man hat auch im Stadion das Gefühl gehabt, es war jeder unzufrieden mit dem Unentschieden, obwohl, wenn man das vorher gesagt hätte, wir können unterschreiben, Unentschieden Ja. gegen Real Madrid, dann hätten wir es auf jeden Fall genommen. Sicher, wenn es das ist sicher einer der größten Vereine der Welt, wenn man gegen die sagt, wir spielen unentschieden, hätten wir es davor unterschrieben, aber wir haben ein richtig cooles Match gezeigt, wir haben alles am Platz gebracht, was sich der Trainer vorgenommen hat, was wir uns vorgenommen haben. Dazu das Tor vom Febers, erklär mal, wie Ja. viel Kontakte habt ihr gehabt Boah. und wie viel Real? Ja, wir haben richtig viel gehabt, man kann, das war jetzt sehr viel im Internet, das Tor, das beginnt, wir erobern den Ball eigentlich vorn, dann spielen wir wieder zurück, dann spielen wir auf eine Seite, dann wieder auf die andere und so arbeiten wir sich nach vorn und ich glaube, das waren, weiß nicht wie viel Pässe, sollen es 20 Pässe gewesen sein, aber das müssen wir jetzt genau nachschauen, ohne dass Real Madrid dazwischen den Ball berührt hat und das zeichnet unser Spiel ein bisschen aus. Ich glaube, das ist genau so ein Tor, was sich der Trainer vorstellt. Das ist genau das Tor, was er am liebsten sieht. Und deswegen, ja, das Tor, das ist eigentlich ausgespielt wie Tiki-Taka früher von Barcelona. Dann mit dem Versal noch vom German auf dem Aleix. Sind dann so Momente, die sind schon besonders. Und wie war es für dich jetzt 1 versus 1 gegen Kylian Mbappé? Ja, grundsätzlich wie jedes andere Spiel, dass er halt, wenn er ein bisschen Platz hat, extrem schnell ist. Das habe ich vorher schon gewusst und jetzt habe ich es einmal richtig gespürt und er beschleunigt halt extrem schnell und was mich dann nur mehr fasziniert hat, ist, wie schnell er abbremst und die Richtung wechselt. Das war dann sicher dann nur mehr was Neues, was ich so noch nie gesehen habe. Aber ja, er hat gegen uns jetzt kein Tor geschossen. Das ist vielleicht für uns als Verteidigung eine richtig coole Sache, weil er ist natürlich einer der besten Spieler der Welt zurzeit. Und wenn so einer dann einmal ein bisschen frustriert ist nach dem Spiel, ist das für uns ein gutes Zeichen. Drum auch kein Trikot ergattert? Wahrscheinlich, sie waren dann ein bisschen angefressen, waren dann schnell in der Kabine. Aber es ist ein gutes Zeichen für uns, wenn so eine Mannschaft dann in die Kabine geht und angefressen ist, weil das heißt, wir haben einen richtig guten Tag gehabt und eine richtig gute Arbeit abgeliefert. Mit wem hättest du denn gern tauscht überhaupt? Ja, natürlich mit David Alaba, aber der war leider nicht da, der war verletzt. Den werde ich dann hoffentlich im Rückspiel Leihwahl kriegen.
Und du bist immer gleich, egal gegen wem du spielst. Wir sitzen ja meistens im Auto 2 Stunden. Vorher fahren wir dann zum Match und der David ist immer gefühlt gleich gechillt. Das ist immer sehr, sehr interessant für mich auch zum Zuschauen, weil es fragt da jeder von der Familie immer. Ich glaube, Papa Boldi war nervöser wie du. Ja, jetzt habe ich schon mehrere Spiele gespielt. Natürlich sind das große Gegner. Aber ich habe schon wichtige Spiele gespielt, ob das jetzt in der Sturm Graz-Zeit war, ob das in der Salzburg-Zeit war, ob das jetzt bei Elche war letztes Jahr, die Aufstiegsspiele oder die letzten 5 Runden war jedes Spiel, wo wir gewinnen hätten müssen oder dann zum Glück auch meistens gewonnen haben. Grundsätzlich gehe ich dann jedes Spiel gleich an, weil ja, es ist ein Fußballmatch, es ist ein Tag, da wo alles passieren kann und deswegen kannst du auch jeden Gegner immer schlagen auf ein Spiel. Und wir waren jetzt von der Familie aus auch relativ viel Leute, ich glaube zu 10 waren wir circa im Stadion. Ich weiß, wie viel dir bedeutet, dass die Familie da ist, aber wie cool ist auch, wenn so viele Leute von daheim da sind. Ja, sicher ist das cool, wenn der Papa und meine Brüder dann das erste Mal sehen, dass ich gegen Real Madrid spielen darf. Das daheim im Stadion, wo sie dann 2 Tage, 3 Tage da sind. Ist dann schon cool, weil sie dann auch sehen, dass sie das alles ausgezahlt haben, was wir gemacht haben früher. Und ja, sind spezielle Momente, die man dann mit der Family dann genießen kann. Wir nehmen euch dann das nächste Mal wieder mit.